Wie Sie hören können, ist diese Blockflöte sehr heiser und spricht schlecht an, ohne dass sie vorher länger gespielt wurde. Also ein Fall für die Blockflötenklinik. Aber was ist nun zu tun? Zuerst die Blockflöte im trockenen Zustand in die Tasche legen und einfach den Behandlungsschein von Mollenhauer ausfüllen. Diesen finden Sie unter www.mollenhauer.com/service/Blockflötenklinik. Den Behandlungsschein dann ausdrucken und dem Paket beilegen. Damit Ihrem Schätzchen beim Versand auch nichts zustößt, ist es ratsam, einen nicht zu kleinen Karton zu verwenden, damit auch etwas Füllmaterial Platz hat. Hier zum Beispiel einfach Zeitungspapier. Und auch in der kalten Jahreszeit wärmt es die Blockflöte ein wenig. Nachdem der Paketaufkleber ausgefüllt ist, wird das Paket verschlossen und zu einem Versender gebracht, zum Beispiel der Post, UPS oder DPD. Wenn Ihr Paket bei Mollenhauer angekommen ist, wird es erst einmal geöffnet. Die Mitarbeiterin schaut genau nach, um was für eine Blockflöte es sich handelt. Weil natürlich alles seine Ordnung haben muss, wird die Reparatur in unser EDV-System aufgenommen, damit wir Ihnen Auskunft geben können, wo Ihr Instrument sich gerade befindet. Sind die Daten alle komplett, wird auf einem Drucker ein sogenannter Reparaturlaufzettel ausgedruckt, der dem Instrument beigelegt wird. Auf diesem wird alles dokumentiert, was an Ihrer Blockflöte gemacht wurde. Falls Sie den Behandlungsschein ausgefüllt haben, wird auch dieser mitgeführt. Alle Dokumente gehen nach der Aufnahme zusammen mit Ihrer Blockflöte in die Blockflötenklinik. Nach ein paar Tagen, es kommt darauf an, wie viele Reparaturen vor Ihrer in der Warteschlange sind, wird nun auch Ihr Instrument repariert. Der Blockflötendoktor weiß noch nicht, was ihn erwartet. Er schaut sich auch das Instrument genau an und auch was auf dem Reparaturlaufzettel bzw. dem Behandlungsschein notiert ist. Hier sehen wir ein ausgefranstes Überblasloch, wo eine Daumenlochbuchse eingesetzt werden soll. In einer Bohrmaschine wird das Griffstück genau an einer Metallspitze ausgerichtet, damit die Mitte des Daumenloches getroffen wird. Anschließend wird mit einem entsprechenden Fräser ein Loch gebohrt, damit die Daumenlochbuchse auch hineinpasst. Zum Befestigen der Daumenlochbuchse verwenden wir einen schnell klebenden Flüssigkleber, da der sich gut an den Tonlochrändern verteilen lässt. Nun wird die Daumenlochbuchse eingesetzt und nach ein paar Stunden kann man daran weiterarbeiten, wenn der Kleber ausgehärtet ist. Mit einer kleinen Feile wird das überschüssige Material entfernt und glatt geschliffen. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn das Mittelstück rund um das Daumenloch darf nicht beschädigt werden. Ein bisschen Öl lässt die Oberfläche wieder aufblühen. Die Blockflötendoktorin stimmt nun am Beispiel einer anderen Blockflöte die Daumenlochbuchse nach. Das Loch in der Buchse ist bewusst kleiner gebohrt, damit hier noch die Stimmung und die Überblastöne beeinflusst werden können. Mit einem Schleifpapier wird die scharfe Kante des Daumenlochs entgratet.
Ein Haupttätigkeitsfeld der Blockflötenklinik ist Klang und Ansprache der Blockflöte wieder zu optimieren. Hier wird aber vorher noch der Kork, der erneuert wurde, eingeschliffen, damit die Basskappe draufpasst. Mit etwas Zapfenfett wird der Kork geschmeidig gemacht. Dann werden auch Windkanal und der Block gereinigt, damit die Blockflöte wieder schön sauber ist. Ebenfalls werden Unregelmäßigkeiten im Windkanal und am Block beseitigt, damit die Luft wieder ohne Widerstand fließen kann. Bei manchen Instrumenten ist es erforderlich, auch die Windkanalphase nachzuschnitzen. Beim Anfeilen der Blockphase ist der Winkel und die Breite der Blockphase sehr entscheidend für den Klang. Jetzt wird der Block wieder eingesetzt und die Blockflötenbauerin spielt die Blockflöte, um zu schauen, ob alles wieder gut klingt. Was auch immer mal vorkommt, sind Risse im Holz. Die können einfach von selbst entstehen oder durch Materialermüdung und auch durch unsachgemäßen Gebrauch. Aber auch hier hat der Blockflötendoktor die Möglichkeit, diesen Riss zu reparieren. Wenn das Blockflötenteil noch nicht in 2 Hälften zerbrochen ist, kann man den Riss kleben und mit Hilfe eines Rings aus Kunststoff wieder stabilisieren. Dabei wird der Riss geöffnet und mit speziellem Harz gefüllt, welches sich gut zum Kleben von Holz eignet. Der Kleber muss etwas in den Riss einziehen, das sehen Sie an der Bewegung, die der Blockflötendoktor hier macht. Der Kleber wird von der Oberfläche abgewischt und der Fuß muss nun 24 Stunden ruhen, damit der Kleber richtig aushärten kann. Am Tag darauf wird nun ein Ring angedreht. Das geschieht in einer halbautomatischen Drehbank. Hier muss man vorsichtig agieren, da das Material jetzt noch dünner gedrechselt wird, um Platz für den späteren Ring zu haben. Ist die sogenannte Platte für den Ring fertig, dann geht es daran, den Ring vorzufertigen. Mit einem Ausdrehstahl wird erst ein Loch gedrechselt, dessen Innenmaß das Außenmaß der Platte des Fußes haben muss. Auch das Außenmaß des Ringes wird, noch etwas Übermaß, mitgedrechselt. Ist das Innenmaß erreicht, sticht man den Ring mit einem sogenannten Abstechstahl ab. Ist der Ring fertig, dann wird dieser nun wiederum an den Fuß geklebt. Hier war der Kundenwunsch ein schwarzer Ring. Beim nächsten Beispiel wollte die Kundin einen weißen Ring am Kopf haben. Auch dieser wird jetzt aufgeleimt. Jetzt ist wieder 24 Stunden Warten an der Reihe, damit der Kleber gut aushärten kann. Das Rekonstruieren des Rings erfolgt von Hand an der Handdrechselbank. Nachdem 2 Platten gedrechselt wurden, rechte Seite, drechselt man den Hauptring mit einem Drechselstahl. Ist die Form vollendet, wird der Ring in mehreren Durchläufen
immer feiner geschliffen, bis er fast poliert ist. Ist die Reparatur fertig, werden die Versandpapiere erstellt und das Instrument in die Versandabteilung gebracht.